Hallo und willkommen in meiner Küche. Torrone, Nougat de Montélimar, Turkish Delight, all dies sind Bezeichnungen für eine Süßigkeit, die eigentlich verboten gehört, denn sie hat Suchtpotenzial und es gibt keinen vernünftigen Grund, sie zu essen. Sie ist süß, kalorienreich und erbarmungslos mit zu lockeren Zahnfüllungen. Also machen wir uns an die Arbeit. Ich verwende eine Methode, bei der ich keinen Standmixer benutzen muss, weil ich... seht einfach selbst. Zunächst werden die Mandeln geschält. Dazu koche ich Wasser auf, gebe die Mandeln hinein und lasse sie ein paar Minuten darin kochen, bis sich ihre Haut wellt. Sie werden in ein Sieb abgeschüttet und kalt abgespült. Links habe ich einen Teller für die geschälten Mandeln und rechts vom Sieb eine Schüssel für die Schalen. Auch habe ich mir Handschuhe angezogen, denn bei 400 Gramm Mandeln, die zu enthäuten sind, kann es auch schon mal eine Blase am Finger geben. Man nimmt eine Mandel zwischen Mittel- und Zeigefinger und mit dem Daumen zerreißt man die Haut und drückt den Mandelkern heraus. Das dauert vielleicht 10 Minuten und man kann sicher sein, keine Konservierungsstoffe auf den Mandeln zu haben. Anschließend werden sie nochmal abgespült und zum Trocknen auf einen Teller gegeben. Diese Arbeit kann man gut schon einen Tag früher erledigen. Als nächstes bereite ich die Form vor, in die ich später das fertige Torrone geben werde. Sie misst ungefähr 23 x 20 cm. Das Torrone wird auf Reispapier gefüllt, welches sich am Boden der Form befindet. Um die passende Größe zuzuschneiden, drehe ich die Form um, nehme die Maße der Unterseite und schneide 2 Bögen Reispapier, der zweite Bogen ist für die Oberseite, entsprechend zu. Zuerst gebe ich aber noch einen großen Bogen Klarsichtfolie in die Form und darauf kommt dann der Reispapierbogen. Da das Torrone sehr dazu neigt, überall festzukleben, reibe ich die Ränder der Folie noch hauchdünn mit einem neutralen Öl ein. Das geht besser ohne das Reispapier, das ich nicht damit vollsaugen soll. Es darf wirklich nur ein hauchdünner Film sein, weswegen ich hier auch bewusst nicht mit einem Pinsel, sondern mit den Fingerspitzen arbeite. Das wäre geschafft und kann zur Seite gestellt werden. Ich wiege 70 Gramm Pistazien ab. Ich werde sie allerdings nicht rösten, denn sie verlieren dadurch ihre wunderschöne grüne Farbe. Nun bereite ich die Zitronenzesten vor. Das ist ein Zestenreißer, ein Messer für feine Streifen. Eine Bio-Zitrone wird mit heißem Wasser abgewaschen und mit dem Zestenreißer fahre ich über die Schale, sodass ich feine Streifen erhalte und das bittere Weiße der Schale bleibt an der Zitrone. Fertig. Anschließend kratze ich noch eine Vanilleschote aus. Diese sind oft hart und spröde. 3 bis 4 Sekunden in der Mikrowelle machen sie wieder geschmeidig. Aber bitte auf keinen Fall länger und aufpassen. Ich schneide sie längs auf und kratze den Inhalt mit dem Messer heraus. Die winzig kleinen Kerne gebe ich zu den Zitronenzesten. Die Mandeln können nun geröstet werden. Dazu gebe ich sie auf ein Backblech, ebenso die Haselnüsse und beides wandert für 20 Minuten in den 160 Grad heißen Ofen. Sind die Mandeln schön braun geworden, gebe ich sie in eine Schüssel, damit sie noch ihre Wärme halten können, ohne jedoch noch dunkler zu werden. Die Haselnüsse müssen noch von ihrer Haut befreit werden. Nachdem sie etwas abgekühlt sind, gebe ich sie in eine Plastiktüte und reibe sie gegeneinander. Danach gebe ich sie in einen Durchschlag, damit die Hülsen durchfallen können. Anschließend werden sie noch grob zerhackt. Ich mache das absichtlich von Hand, weil ich größere Stückchen haben will. Nun trenne ich noch 2 Eier und stelle meinen Handmixer griff- und einsatzbereit neben die Schüssel mit dem Eiklar, dem ich auch noch eine Prise Salz zugegeben habe. 400 Gramm Honig werden direkt in einen großen Topf abgewogen, sowie 250 Gramm Zucker, die zum Honig gegeben werden. Nach all diesen Vorbereitungen kann es nun endlich losgehen. Es ist aber nicht nur wichtig, alles griffbereit dastehen zu haben, ich stelle auch sicher, dass ich die nächste halbe Stunde nicht gestört werde. Eigentlich ist es im Prinzip gar nicht so schwer. Den Honig erhitze ich unter ständigem Rühren auf 140 Grad. Zunächst bei mittlerer Hitze, die ich dann reduziere. Anfangs ist alles noch recht fest, mit zunehmender Hitze wird es flüssiger, bis der Honig dann schließlich sprudelnd kocht. Je mehr Feuchtigkeit verdampft, desto heißer wird die Honigzuckermischung.
Nach 10 Minuten waren die 140 Grad bereits erreicht. Das variiert aber von Herd zu Herd und ist kein Maßstab. Messen ist unerlässlich. Ich nehme den Topf vom Feuer. Nun schlage ich die bereitstehenden Eiweiße zu steifem Schnee. Die Honig-Zucker-Mischung hat sich nun etwas abgekühlt. Ich rühre sie aber noch einmal durch und nun hat sie eine Temperatur von 126 Grad und jetzt kommt der nächste Schritt. Nun wird der Eischnee löffelweise unter die Honig-Zucker-Mischung gerührt. Ich gebe einen Löffel Eischnee auf den Honig und arbeite diesen dann sofort unter. Damit es besser geht, halte ich den Topf etwas schräg. Man meint, das Eischnee würde gerinnen, das tut es aber nicht, denn man arbeitet ja zügig. Dann gibt man wieder einen Löffel Eischnee auf die Masse, arbeitet sie ein und so weiter. Wichtig ist zügiges und sorgfältiges Einarbeiten. Ich zeige die ganze Prozedur hier im Schnelldurchgang. Nach den ersten 3 Löffeln Eischnee, die man eingearbeitet hat, merkt man, wohin die Reise geht und entspannt sich dann auch langsam. Man kann das von Hand mit einem Schneebesen machen, ich finde aber einen Handmixer sehr viel praktischer. Nun kommt die Masse wieder aufs Feuer und wird nochmals unter ständigem Rühren erhitzt, bis sie 100 Grad erreicht hat. Dabei wird sie immer fester. Man muss den Kochlöffel fest in die Hand nehmen und auch darauf achten, dass sich am Boden nichts ansetzt. Auch jetzt sollte man versuchen, die Temperatur zu messen. Es hilft auch zu schauen, wie sich die Fäden der Masse verhalten. Sie sollten ein wenig die Form behalten, wenn man sie abtropfen lässt. Ist die Temperatur erreicht, dreht man die Hitze ab und nimmt den Topf von der Platte, wenn sie noch lange nachheizt. Nun werden Zitronen, Zesten und Vanille dazugegeben und sorgfältig untergerührt. Anschließend die Mandeln mit den Nüssen sowie die Pistazienkerne. Nun zahlt es sich auch aus, wenn sie noch etwas warm sind, denn wären sie kalt, kühlte die Masse dadurch schneller aus, würde fest und ist dann schwerer zu handhaben. Bald ist es geschafft. Alles wird untergemengt und kann nun in die bereitstehende Form mit dem Reispapier möglichst gleichmäßig eingefüllt werden. Der zweite Bogen Reispapier wird darauf gelegt und mit einer flachen Oberfläche glatt gedrückt. Mir ist nichts Besseres eingefallen als die Unterseite einer Zitronenpresse. Jetzt werden noch die überstehenden Seiten der Klarsichtfolie eingeschlagen, alles mit einem weiteren Bogen Folie abgedeckt und nun kann alles über Nacht auskühlen. Am nächsten Morgen entferne ich die Abdeckfolie und nehme das Torone aus seiner Form. Wenn ihr genau hinschaut, werdet ihr sehen, dass dort, wo kein Ölfilm auf der Folie ist, sich diese nur schlecht entfernen lässt. Die überstehenden Ränder schneide ich mit einem langen Messer ab. Sie sind sehr klebrig und man muss sich ihrer sofort annehmen, was aber auch nichts Schlimmes ist. Zum Schneiden benötigt man übrigens ein langes Messer mit einem feinen, soliden Wellenschliff, denn das Schneiden ist ebenfalls eine kleine Ausdauerarbeit. Man kann nun ganz nach Wunsch Formen schneiden, zum Beispiel Streifen von 2 cm Breite und dann Würfel. Ich schneide längliche Laibe, von denen sich jeder so viel abschneiden kann, wie er mag. Ich verpacke sie anschließend in Freezer Paper. Dieses Papier hat eine Wachsschicht, die ein übermäßiges Kleben verhindert. Torone ist ein tolles Geschenk oder Mitbringsel. Ihr könnt es nach eurem Geschmack beliebig variieren. Auf jeden Fall wird eure Wohnung herrlich nach Honig duften. Die Mandeln und Nüsse selber zu rösten macht zwar Arbeit, aber die frischen Röstaromen werden in der Honigmischung eingefangen und es schmeckt so viel besser. Ich hoffe, ihr probiert es einmal aus. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Und wie immer, guten Appetit!